Hallo ihr Lieben, kennt ihr mein beliebtes Rezept mit Pak Choi? Über 50.000 Aufrufe und mehr als 1.700 Likes. Viele von euch lieben es. Das war auch lange mein Favorit, aber seit ungefähr einem Jahr mache ich den Pak Choi etwas anders und bin total verliebt. Kennst du Pak Choi noch nicht? Dann ist gerade der perfekte Moment. Ich habe ein schnelles und super einfaches Rezept für dich und ich wette, danach wirst auch du genauso begeistert sein wie ich. Also lasst uns direkt loslegen. Für das Rezept brauchst du 150 bis 200 Gramm Reis. Ich nehme gerne Basmati-Reis, aber du kannst auch hier einen anderen Reis anstatt nehmen. Dann brauchst du 2 bis 3 Karotten, 2 Pak Choi, also ich habe diesmal so etwas kleinere Pak Choi bekommen. Manchmal sind die viel größer, dann kannst du auch eine nehmen, wenn du magst. Und zum Würzen brauchen wir etwas Salz, schwarzen Pfeffer, gemahlenen Ingwer und Chili, wenn du magst. Erst werden wir mit dem Reis anfangen und erst werde ich den Reis gründlich abspülen. Den Reis gründlich abspülen, bis das Wasser klar wird. Danach die doppelte Menge an Wasser zum Reis geben, den Topf auf dem Herd stellen, mit Salz würzen und auf höchster Stufe zum Köcheln bringen und wenn es köchelt, kurz umrühren, den Deckel zumachen und 10 Minuten köcheln lassen. Und während der Reis zubereitet wird, werden wir auch alles andere vorbereiten. Also erst die Karotten schälen und klein hacken. Und während du die Karotten vorbereitest, also ich habe die schon geschält und werde gleich hacken, ich werde aber schon die Pfanne auf mittlere Hitze erhitzen. Dann kannst du schon direkt als nächstes auch den Pak Choi zubereiten. Also ich mag die Blätter entfernen und da wirst du auch merken, dass zwischen den Blättern sehr viel Sand und Erde ist und wir werden den Pak Choi gleich noch gründlich abwaschen. Dann, wenn die Pfanne warm wird, den Pfannenboden reichlich mit Olivenöl bedecken und direkt die Karotten dazugeben. So, und während die Karotten braten, die sollen so leicht Farbe bekommen, werde ich noch den Pak Choi vorbereiten. Ich werde den Blatt entfernen, also es bleibt zuerst zur Seite und den Stiel etwas kleiner hacken. Und die Karotten nicht vergessen, ab und zu mal kurz rühren. Dann, wenn du die Pak Choi Stiele fertig gehackt hast, kannst du die auch direkt in die Pfanne geben. Den Deckel drauf machen und etwa 5 Minuten braten lassen. Mein Reis ist auch mittlerweile fertig geworden, den nehme ich jetzt vom Herd und mir bleiben nur noch die Pak Choi Blätter, also diese werde ich auch etwas kleiner hacken. Nach etwa 5 Minuten schauen, wie das Ganze aussieht. Also die Stiele sollen jetzt schon weich sein, dann das Grüne dazugeben. Und dann mit Salz, schwarzem Pfeffer, gemahlenen Ingwer und Chili, wenn du magst, würzen. Kurz umrühren und dann das Reis dazugeben. Dann nochmal ganz gut vermischen, den Deckel drauf machen und den Herd ausschalten. Und jetzt mag ich es noch 10 Minuten ziehen lassen und danach kann man es schon servieren. Und so ganz schnell ist es auch schon fertig. Es sieht richtig lecker aus und duftet vor allem richtig lecker. Also ich mag den Pak Choi mit Reis einfach so servieren, aber wenn du magst, könntest du noch etwas Sojasauce dazu geben. Natürlich, wenn du nicht zu toll gesalzen hast oder einfach eine Sojasauce mit niedriger Salzgehalt nehmen und dann könntest du noch mit Sesamsamen garnieren. Also ich will schon direkt probieren.
ist noch etwas heiß. Ich liebe dieses Gericht. Es ist super simpel, aber hat viel Geschmack, hat eine dezente Schärfe durch den Ingwer und Chili und es ist einfach perfekt, auch wenn es schnell gehen muss. Also, wenn du den Pak Choi noch nie gegessen hast, dann ist dieses Gericht hier eine tolle Art, den Pak Choi kennenzulernen. Und wenn du mein altes Rezept noch nicht kennst, dann werde ich den noch hier verlinken. Ich hoffe, dir hat das leckere Pak Choi mit Reis Rezept gefallen und dass du den auch testen werdest. Wenn dir das Rezept gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.